Ich habe es immer als besonders tragisch empfunden, dass wir nahezu nichts über prähistorische Musik wissen. Wir wissen, dass Flöten im Jungpaläolithikum, also vor einigen 10.000 Jahren, bereits vorkommen. Wir kennen natürlich die Rasseln, die Kinderrasseln der Spätbronzezeit. Ich habe hier auch schon einmal damit gerasselt und diese Rasseln vorgeführt. Aber eigentlich wissen wir wenig über die Musik und Musikinstrumente. Der Ton konserviert sich nicht und man hatte keine Notation, um die Töne aufzuschreiben. Deshalb fehlt uns bis zum modernen Notationssystem die Musik der Antike und die Musik der Vorgeschichte nahezu vollständig. Wir kennen noch nicht einmal römische und griechische Musik und die Musik des Mittelalters und der frühen Neuzeit muss rekonstruiert werden. Umso wertvoller sind Trommeln, die sich in einem kurzen Zeitabschnitt der Vorgeschichte in Mitteldeutschland finden, und zwar Trommeln der Bernburger, der Walter Nienburger und der Salzmünder Kultur, also vom Ende des 4. Jahrtausends, etwa von 3300 vor Christus bis 3000 und dann nochmals vom Beginn des 3. Jahrtausends. Die unterscheiden sich etwas in ihrer Form, die späteren sind etwas kugelförmiger, die sind hier trichterförmig. Es handelt sich um Tontrommeln, Sie können es unschwer sehen, die so zapfenartige Fortsätze haben. Und hier wurde nicht etwa die Schnur eingespannt, mit dem das Leder befestigt wurde, sondern eher eine Schnur unten herumgeführt und dann wurden die Schnüre eng geführt, etwa so wie wir das auch aus Trommeln in der Moderne kennen. Natürlich ist es viel logischer und vernünftiger, solche Trommeln aus Holz zu gestalten. Und es gab sicherlich die ganze Vorgeschichte Millionen von Holztrommeln und Perkussionsinstrumente, vor allem Trommeln, waren sicherlich eines der Hauptinstrumente in vorgeschichtlicher Zeit. Aber ein spezieller Grund scheint es notwendig gemacht zu haben, Tontrommeln herzustellen, und zwar nur für diese wenigen 100 Jahre während der Vorgeschichte. Möglicherweise haben diese Tontrommeln anders geklungen, möglicherweise war es auch wichtig, dass sie in den Gräbern von einer gewissen Dauerhaftigkeit waren. Entsprechende Holztrommeln haben sich leider nicht überliefert. Was wir aber sehen ist, dass auf diesen Tontrommeln Muster eingeritzt sind. Solche fanden sich sicherlich auch auf den Holztrommeln. Und diese Musterwelt ist immer wiederkehrend. Wir können selbstverständlich diese Muster nicht lesen, aber wir sehen Kreuze, wir sehen Zickzacklinien, die häufig als Wasser gedeutet werden. Wir sehen einzelne Striche, die als Regen gedeutet werden, also durchaus mit Fruchtbarkeit und mit der Umwelt zu tun haben. Letztlich aber bleiben uns diese Zeichen ein Mysterium. Sie stellen ja keine Schrift dar, sondern eine hochabstrahierte Bilderwelt. Da die Trommeln sich in einiger Zahl in den Gräbern befinden, dürften die Trommeln selbst im Grabkult eine große Rolle gespielt haben. Selbstverständlich sind sowohl die Lederbespannung als auch die organischen Schnüre, mit denen diese Trommeln befestigt waren, heute verschwunden. Wir sehen hier so eine Abkantung, damit man diese Lederhaut, praktisch das Trommelfell, besser spannen konnte. Also, was wir hier sehen, ist eines der wenigen Zeugnisse prähistorischer Musik. Wir können sie nachbauen, wir können sie spielen. Wir haben damit eine Vorstellung vom Klang. Was und wie allerdings gespielt wird, wissen wir im Einzelnen nicht mehr. Wir können uns aber vorstellen, dass es nicht nur um das Spielen ging, sondern auch um das Tanzen, um das Bewegen, um Bewegungen in rituellen Festen, möglicherweise in größeren Gruppen. All das kann man sich vorstellen, kann man aber nicht wirklich belegen, da die Vorgeschichte eine bilderfeindliche Welt ist, eine Welt ist, die uns weder Menschen noch Szenerien noch die gebaute Umgebung in größerem Stil, von wenigen Ausnahmen, etwa der Sitolenkunst abgesehen, darstellt. In dieser Hinsicht sind also diese Trommeln tatsächlich für uns eine wichtige kulturgeschichtliche Fundgattung. Und diese Trommeln sind relativ eng begrenzt auf das mitteldeutsche Gebiet. Selbstverständlich, und das sagte ich schon, gehen wir davon aus, dass sich weiträumig
hölzerne Trommeln fanden. Ich dachte mir schon oft, wie Sie vielleicht auch, es wäre doch toll, wenn man Zeitreisen könnte. Und beim Zeitreisen würde mich das Verborgenste, das Unbekannteste, die Musik der Vorgeschichte besonders interessieren. Ich bin überzeugt, dass es über die Jahrtausende viele unglaublich gute Musiker gab, deren Musik wir für immer verloren haben. Vielleicht einer der größten Verluste in der Kulturgeschichte der Menschheit.